Denkst du, ich kann es nicht machen, weil ich eine Frau bin oder was? Vorab möchte ich jedoch klarstellen, wie meine Position zu dem Thema Feminismus ist, da ich die Befürchtung habe, dass eventuell meine Worte missinterpretiert werden oder sogar falsch ausgelegt werden, bewusst, und das möchte ich hiermit vermeiden. Ich möchte ganz allgemein sagen, dass ich natürlich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bin. Ich bin nicht nur für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern auch für Personen, egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft, welcher Bildungsschicht, welcher Religion und so weiter. Aber ich möchte auch sagen, dass ich das positiv finde, dass Feminismus betrieben wird, denn Frauen wurden tatsächlich damals jahrelang unterdrückt, das kann man nicht leugnen, und ich bin der Meinung, dass man das auch weiterhin sicherstellen sollte. Allerdings muss ich klar sagen, dass ich die radikalen Bewegungen, die es teilweise gibt, die Männerhass schüren, unmöglich finde, weil ein extrem schlechtes Bild auf den Feminismus werfen. Aber damit wir nicht nur eine Sichtweise haben, die von einer Frau ist, habe ich ja auch einen tollen männlichen Gegenpart eingeladen, in Klammern mein Freund. Ui, ui. 저는 사실 뭐 지금까지 뭐 한국에서 살고 독일에 살면서 느낀 거는, 저는 사실 뭐 남성 우월주의, 뭐 여성 우월주의 이런 거에 대해서 많이 생각을 해본 적이 없어요. 왜냐면은 저는 지금까지 살면서 뭐 시스템적으로, 성별에 따라서 시스템적으로 이루어지는 차별은 없다고 믿고 있는 사람이거든요. 그래가지고 뭐 사실 뭐 그런 거에 대해서 생각해 본 적 없고, 남자라서 할 수 없는 일도 없고 여자라서 할 수 없는 일도 없다고 생각합니다. 아무튼 뭐 그래요. Wie die Situation mit Gleichberechtigung für die Frau in Deutschland aussieht. Seit 2005 haben wir in Deutschland eine weibliche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, die damit zu einer der mächtigsten Frauen der Welt wurde. Des Weiteren haben wir seit 2003 ein sogenanntes Prostitutionsschutzgesetz, wonach Prostituierte auch Schutz erhalten sollen und sich auch Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung wie normale Arbeitnehmer einschreiben können. Außerdem können jetzt auch Männer zu Hause bleiben, um sich um das Baby zu kümmern, nicht nur mehr die Frauen. Ich finde, dass die Bundesregierung weitestgehend gute Bemühungen unternimmt, um sich positiv für die Gleichberechtigung für Frau und Mann einzusetzen. Außerdem kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ich bin Studentin, dass ich in meinem Fall weder im Alltag noch an der Uni nicht diskriminiert wurde, nur weil ich eine Frau bin. Ich mache jetzt mit meinem Freund zusammen Kraftsport und ich habe auch dahingehend noch nie irgendeinen blöden Kommentar gehört, wie zum Beispiel, Frauen sollten vielleicht keinen Kraftsport machen, die sind sowieso schwach oder so. Ich glaube, das ist Schwachsinn, ehrlich gesagt, in unserer jetzigen Gesellschaft. Was essen wir heute? Erwartet der, dass ich immer nur koche? Diese kleinen überspitzten Szenen, aber sie sind an unseren Alltag entlehnt. Ich tatsächlich mache wirklich den Haushalt. Ich backe alleine und ich mache auch den ganzen Papierkram alleine. Aber hier ist nicht die Frage, wer macht was alleine, sondern wieso mache ich das und wieso macht mein Freund das nicht. Da er nicht backen kann, backe ich, und da ich tatsächlich gerne putze, putzt er nicht, sondern er kümmert sich allein um YouTube. 여자친구가 지금 말했듯이, 사실 저도 이제 여자친구 청소할 때 항상 뭐 도와줄까 이렇게 말을 해요. 근데 여자친구가 아니다, 나는 이게 청소하는 게 좀 내 적성이 맞고, 대신 청소를 내가 하는 대신 너는 이제 유튜브나 뭐 다른 뭐 우리 영상에 대해서 시간도 많이 걸리거든요. 거기에 대해서 좀 신경을 써주면 좋겠다 해서 저는 유튜브라든지 뭐 영상 만드는데 시간을 쏟고 있고, 여자친구는 이제 영상 같은 거 편집을 잘 다룰 줄 못하니까 대신 잘할 수 있는 서류 문서 작업이라든지 뭐 이런 걸 저 대신 해주고 있죠. 뭐 저는 이게 뭐 억압과 차별이라고 생각 안 하고 그냥 개인의 관심과 능력에 따라서 나눠진 일의 분배라고 생각을 합니다. Zu diesem Thema würde ich gerne noch hinzufügen, dass es tatsächlich häufig so ist, dass Frauen mehr den Haushalt machen als Männer. Dass Frauen tatsächlich vielleicht im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Aber ich finde, allein die Fakten zu nennen, sollte man vielleicht auch fragen, wieso. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich studiere Wirtschaftswissenschaften und mein Freund studiert Ingenieurwesen. Die Zukunft sieht wahrscheinlich so aus, dass er als Ingenieur mehr verdient als ich.
Es könnte auch anders sein, aber ich denke eher nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich ungerecht behandelt werde, weil ich eine Frau bin, sondern das liegt daran, weil ich mich dazu entschieden habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und nicht Ingenieurwissenschaften. Und ich bin auch sehr froh darüber, auch wenn ich weniger verdiene. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, viele Frauen, die zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern, dass ihre Arbeit nicht mehr so richtig anerkannt wird. Aber Frauen, die zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, tun auch einen echt krassen Job. Und ich finde, das wird in diesen Zeiten sehr unterbewertet und das finde ich sehr schade. Dass es auch in letzter Zeit in den sozialen Medien etwas wieder zur Aufruhr kommt vom Thema Feminismus und sogar leider etwas negativ. Ein Thema, was mich sehr geschockt hat, war die sogenannte Dokumentation zum Thema Manspreading. Dieses Thema beschäftigt sich damit, dass Männer ihre Beine zu weit spreizen und damit den Platz in den öffentlichen Verkehrsmitteln wegnehmen. Dies wird als frauenfeindliches Verhalten gedeutet. Hierzu habe ich jedoch meinen Freund eingeladen, um ihn mal zu dem Thema zu fragen. Wieso sitzen Männer breitbeiniger in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Ist es etwa frauenhassendes Verhalten? Wir werden es jetzt erfahren. Komm ins Bild. 뭐야, 나 얼굴이 왜 이렇게 어두워? 아무튼 뭐 방금까지 뭐 얘기해봤는데 사실 저희가 뭐 버스 안에서 혹은 지하철 안에서 남성분들은 옆에 자리가 좀 있으면은 좀 다리를 벌리잖아요. 이렇게 잠시만요. 이렇게 항상 붙이고 다니기 힘드니까 사람이 없으면 좀 이 정도는 벌리잖아요. 근데 저는 이게 여성을 억압하려고 이렇게 막 의식적으로 한 행동이다 저는 하면서 그런 생각 전혀 안 들었고, 남성분은 다 알겠지만 이제 남성분들은 이제 가랑이에 이제 소세지가 달려있잖아요. 그러다 보니까 이제 조금 그게 불편해서 이렇게 하는 건데, 뭐 여러분들은 이거를 뭐 여성을 위협하려고 억압하려고 하는 행동이라고 하신 분들도 있을지는 잘 모르겠네요. 일단 저는 아닌데 아무튼 저는 그렇게 생각합니다. Peace. Abschließend möchte ich dazu noch sagen, mehr Hass machen, als tatsächlich Aufklärung schaffen zu dem Thema. Und auch ich muss für mich sagen, dass ich das Thema Manspreading ein bisschen haltlos finde. Anstatt die Diskussion zu suchen, wieso Männer breitbeiniger da sitzen als Frauen, wird einfach darüber geurteilt und gesagt, das ist frauenhassendes Verhalten. Und ich finde, genau das ist das Problem. Diese Argumente und diese teilweise radikalen Bewegungen werfen nämlich ein schlechtes Bild auf den Feminismus, sodass Männer diese Bewegung teilweise auch unter dem Begriff des Männerhasses verstehen, und das tut mir mittlerweile relativ leid. Denn ich bin dafür, dass Frauen gleichberechtigt wie Männer leben können. Und ich denke, dass diese radikalen Bewegungen und diese komischen Argumente eher dieser Bewegung schaden und eher Feminismus und damit auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in ein negatives Licht rücken. Ich hoffe für die Zukunft, sinnlose Argumente, die teilweise verdreht werden, um Männerhass zu schüren, auch aufgedeckt werden, dass von diesen radikalen Argumenten Abstand genommen wird.